Now, the first 11 bodies discovered inside a container truck outside London have been taken to a hospital for identification and autopsies. Police say the 39 victims, 31 men, 8 women... Die Leichen werden in ein Krankenhaus gebracht, zur Autopsie und Identifikation. Dadurch, dass die Verstorbenen chinesischen Staatsbürger sind, gehen die polizeilichen Nachforschungen nun durch den ganzen eurasischen Raum. Die Polizei in Essex sagt, im Moment sei die Todesursache noch nicht bekannt. Man hätte aber den Fahrer wegen Mordverdachts festgenommen. China fordert nun eine groß angelegte Untersuchung. Unser Reporter Stephen Yang ist uns jetzt aus Beijing zugeschaltet. Hat man in China Informationen? Stephen Yang joins me now from Beijing. Does China have any leads? Does China have any information on who these people are and how this all happened? Well, Cyril, they're not saying much. Actually, not long ago, the Chinese ambassador to the UK just tweeted that their officials have arrived in Essex and talked to local police, although he did say local police told the embassy staff that they're still trying to identify these bodies and the victims' nationalities have not been firmly established. So there is a bit of uncertainty there. But even with that, the story is widely reported here, attracting huge attention on social media, really attracting millions of page views and thousands of comments, with many people, of course, expressing condolences. Es wird nicht viel gesagt. Vor nicht allzu langer Zeit ist der chinesische Botschafter in Essex angekommen und spricht dort mit offiziellen Vertretern. Er hat getweetet, er führt Gespräche, die Identifikation der Toten läuft gerade noch. In China gibt es ein millionenfaches Interesse an dieser Geschichte. Viele wollen ihr Beileid bekunden, aber fordern auch eine intensive Untersuchung. Man will auch herausfinden, warum diese Menschen so ein Risiko eingehen, ihrem Land zu entkommen. Das klingt für viele nicht überraschend. Die Kommunisten haben gerade erst 70 Jahre an der Macht gefeiert. Die Geschichte, die den Leuten hier im Land glaubhaft gemacht wird, ist ja, dass China eine Weltmacht ist mit ganz großem Einfluss. Viele wundern sich also tatsächlich hier, warum die Menschen flüchten. Diese Tragödie hat es schon einmal gegeben. In manchen Bereichen des Landes hat auch das Staatsfernsehen bereits berichtet, dass ganze Dörfer aus dem Land geschmuggelt worden sind. Im Jahr 2000 sind 58 illegale Migranten in Dover in einem Lastwagen aufgefunden worden und waren ebenfalls verstorben. Due to these problems with people being smuggled out of the country for both economic and political reasons. And in 2000, for example, 58 illegal Chinese immigrants were found dead in the back of a truck and their bodies found in the UK as well, in Dover. So, Cyril, of course, right now the priority is trying to establish a timeline, as you're saying, and the cause of death for the latest batch of victims. Cyril? And Stephen, also something else we should point out. Beijing will aber nicht, dass diese Nachricht weiter verbreitet wird, richtig? And I think you saw this firsthand. That's right. You know, as I was saying, this is the kind of stories they probably... Ja, weil das nicht in die restliche Geschichte passt, die die Regierung hier ansonsten so gerne präsentiert. Insbesondere jetzt, wo die Feierlichkeiten zu 70 Jahre Kommunismus noch nicht ganz abgeschlossen sind. Das passt ihnen nicht. Es gibt auch kommende Woche wichtige Gespräche für die Landesführung. In the next week, Cyril. Und was man hier sehen kann, ist der schwarze CNN-Bildschirm. Denn Beijing möchte nicht sehen, was wir auf Sendung bringen.